Herzlich willkommen zu unserem Gespräch Question and Answer, Q&A im Brühren-Museum anlässlich der Ausstellung PGH Glühende Zukunft. Herzlich willkommen, Henning Wagenbrett. Lass uns noch sprechen über die Arbeiten oder noch etwas stärker einsteigen über die Ästhetik der Arbeiten von PGH Glühende Zukunft. Wo siehst du oder in welche Traditionslinie würdest du dich mit diesen Arbeiten einreihen? Ich denke, dass das auch schwierig ist, jetzt für alle eine Linie aufzumachen. Generell natürlich die Zeichnung, Zeichenkunst. Klar, George Grosz spielt eine große Rolle, aber auch so deutsche Zeitungen, Simplicissimus, mit diesen diversen Leuten, die gezeichnet haben. Eo Plauen, glaube ich, auch wichtig. Dadaismus ist wichtig. Dann für mich waren immer die Volksbilderbogen wichtig. Also nicht bloß die deutschen, wo eben auf relativ populäre Art Geschichten erzählt wurden, wo Lesbarkeit im Vordergrund steht, Verständlichkeit auch ein Stück weit, da war Humor vielleicht, aber eben auch sehr schön flach gezeichnet, zweidimensional und dann mit einfachen Mitteln auch koloriert. Und was für mich auch noch wichtig immer noch ist, so südamerikanische Grafik, die Literatura Cordel aus Brasilien oder Literatura Popular Chile, also so die einfachen Holzschnitte, die eigentlich auch auf der Straße gemacht wurden, die schaue ich mir immer noch gerne an. Russische Luboks sind ja auch von so Epinal, also den französischen Bilderbogen geprägt. Ähm, Das ist immer noch spannend, und da fühle ich mich so sehr verwandt. Spielt auch die Gestaltung von Volker Pfüller eine gewisse Rolle für euch Ja, als ne, Vaterfigur vielleicht? Volker Füller war wichtig, weil der Professor damals war an der Kunsthochschule, aber auch seine Plakate in den 80er Jahren waren so wirklich beeindruckend, sind rausgefallen, im Straßenbild, wenn die an Litfaßsäulen hingen. Er hat damals auch viel in der Druckerei Grätz gedruckt, wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, wo ich dann auch so die Druckplatten herstellen konnte für die Dinge und auch verstanden habe, dass man eben mit Sonderfarben andere Druckergebnisse erzielen kann, als wenn alles in CMYK reproduziert wird. Der war wichtig, auch seine Art zu zeichnen. Aber gleichzeitig gab es also für mich auch Leute wie Manfred Butzmann, ein sehr politischer Künstler, der so eher Maler war, aber oder ist, und auch so Lithografien gemacht hat. Und in der Druckerei konnte man eben noch direkt auf Aluminiumplatten zeichnen. Also das ist auch ein Flachdruckverfahren. Das hat er gemacht. Also Ruth Knorr war ganz wichtig. Die habe ich nicht mehr kennengelernt. Die war dann schon gestorben, aber die hat, glaube ich, auch wiederum Volker Füller und Butzmann ein Stück weit auch beeinflusst. Und dann für mich mein großer Star ist immer noch Jiří Šalamoun aus Prag, auch vor 3 Jahren leider gestorben. Aber den konnte ich auch noch besuchen und sein Werk bewundere ich immer noch sehr. Kann man dann sagen, dass PGH schon ein Produkt ist, das typisch ist auch für die Gestaltung, wie sie in der DDR gepflegt wurde oder entwickelt wurde? Naja, ich glaube, das war so eine Richtung, die in der DDR entwickelt wurde. Die war ja auch eigentlich nicht so angepasst, dass man eben versucht, nicht so fotorealistisch zu zeichnen, perfekt. Das ging also auch um gerade die Hand als, wie kann man sagen, dass man der beim Zeichnen folgen kann, dass man das Gefühl hätte, das könnte man eigentlich auch herstellen. Also auch das Sichtbarmachen von Dingen, auch Expression beim Zeichnen, ein individueller Zeichenstil. Das war jetzt auch nicht gängiges DDR-Design, sondern eben so Füller, Ruth Knorr, Salomon. Solche Leute haben das geprägt. Gibt es da deiner Meinung nach ein Pendant dazu oder gab es ein Pendant dazu in Westdeutschland? Ähm, Also ich wüsste nichts, ehrlich gesagt, So aber gab es das nicht. Ich habe natürlich großer Verehrer von Hans Hillmann.
dessen Bücher wir auch schon mitgebracht bekamen in die Mhm. DDR. Aber so zum Beispiel das Fliegenpapier habe ich immer noch sehr gerne, aber das war ja auch sehr, sehr perfekt gemacht. Also das war auch eher so aus der Tradition des amerikanischen Fotorealismus erarbeitet. War das ein Illustrator, der mir sehr wichtig war. Edelmann natürlich war wichtig, Heinz Edelmann. Die Westdeutschen, ja. Uwe Lösch natürlich, aber kein Illustrator. Holger Mattis hat dann auch manchmal illustriert. Also die Plakate habe ich in der Zeit auch sehr gemocht. Auch wunderbar politische Plakate. Auch viele politische. Ja. Kieser hast du auch mal Mhm. ausgestellt, habe ich auch sehr bewundert. Mhm. Aber es ist doch letztendlich was anderes als das, Ja, was ihr gemacht habt. Und auch, also ich finde das ja sehr schön, dass du auch auf diese Tradition mit George Goss und sogar dem Simplicissimus verweist, weil das noch logischer macht, warum PGH Glühende Zukunft im Brüher-Museum ausgestellt wird. Ich fand das nämlich auch, dass es durchaus eben an diesen alten Traditionen ansetzt und da wieder weitermacht. Das Bauhaus und die HFG Ulm ist ja, glaube ich, sehr prägend gewesen für das westdeutsche Grafikdesign. Das gab es in der Form, oder dieser Einfluss war in der DDR wesentlich weniger stark spürbar, oder? Und auch für euch wahrscheinlich völlig irrelevant. ich würde sagen, der war für uns nicht so wichtig, aber der Einfluss war schon spürbar. Also wenn du das Grafikdesign anschaust von einem meiner Professoren, Axel Bertram, für die Weltfestspiele der Jugend, ich weiß nicht genau, die war auch so Anfang der 70er, da merkt man den Einfluss schon sehr, also auch von Ulm. Aber das war erstens eine andere Generation, die damals wahrscheinlich auch wiederum gegenüber ihren Vorgängern dadurch eine neue grafische Sichtweise eingebracht haben. Aber für uns war die Generation natürlich auch die, die für, wie sagt man, die politische Macht hatten an der Kunsthochschule und auch nicht immer im besten Sinne, aus meiner Sicht jedenfalls nicht immer im besten Sinne gebraucht haben oder gebrauchen konnten. Also die hatten wahrscheinlich auch nicht so viel Spielraum, aber insofern ist es interessant, wie eine bestimmte politische Bildsprache natürlich sich dann auch so mit Machtverhältnissen, durch Machtverhältnisse definiert. Hm. Jetzt ist ja PGH auch schon lange ähm, Vergangenheit. 94, glaube ich, habt ihr euch allmählich aufgelöst. Warum dann das Ende von PGH? Ja, ich glaube, die individuellen Interessen waren dann wichtiger. Die Fliehkräfte waren größer. Ich war ein Jahr in Paris und war ja schon der Brigadier. Und dadurch ist es ein Stück weit einfach auseinander dann geflogen. Also sowas muss man auch fliegen. Und alle hatten, glaube ich, auch selbst dann genug zu tun und wussten, was sie machen wollten und haben dann auch die Anfragen bekommen, für Aufträge zu übernehmen. Und die gingen ja nie an die PGH, sondern dann kamen eben Leute, die wollten was von Feuchtenberger Beck oder Wickelschierer oder von mir haben. Und dann gab es ja keinen Grund mehr, das irgendwie gemeinsam zu diskutieren. Gibt es etwas, was du ändern würdest im Rückblick? Oder sagst du, wir haben eigentlich alles richtig gemacht damals? Ja, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben einfach das gemacht, was möglich war. Und die Umstände haben uns auch in die Hände gespielt, dass man einfach in seinem Haus so einen großen Raum entrümpelt, für den sich keiner interessiert hat. Und Wo ihr die Galerie gemacht wo wir habt? die Galerie gemacht hatten und dann konnten wir den plötzlich nutzen und natürlich Eigeninitiative erst mal die Fenster wieder verglast und den Ofen irgendwie in Schwung gebracht und gestrichen und Strom installiert. Also da war man schon, wie sagt man, vorhanden. Also wir waren anwesend und haben einfach aus der Situation das gemacht, was man machen konnte. Und dadurch, dass das jetzt ja auch nicht das Hauptprojekt von jedem war, wir haben ja alle unsere eigenen Sachen gemacht, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Und wir sind ja dann auch bis hier zum Bröhan-Museum dann auch als Gruppe immer noch ausgestellt worden, auch im Nachhinein. Und ich glaube, hat allen auch Spaß gemacht. Und insofern war das eigentlich ein ganz schönes Projekt.
Grafikdesign und Zeitgeschichte sind wunderbar ineinander geflossen. Ich danke dir, Henning, für das tolle Gespräch, wo wir, glaube ich, noch mal eine ganze Menge unseren Besuchern und den Zuschauern dieses Q&A über PGH nahegebracht haben. Es ist mittlerweile fast 30 Jahre her. Insofern muss man für die Nachgeborenen dann wirklich auch die Geschichte erzählen, die sonst fast in Vergessenheit gerät. Vielen Dank dafür und kommen Sie in die Ausstellung und schauen Sie sich die wunderbaren Werke an. Danke.